Hallo und herzlich willkommen zum Thema Nummernkreise für Belege in Xentral. In diesem Video zeigen wir dir, wo du deine Nummernkreise hinterlegen kannst, wofür du diese überhaupt benötigst und wie du deine Nummernkreise für Belege am besten wählen solltest. Starten wir gleich in die Software. In Xentral findest du den zentralen Nummernkreis, wenn du oben rechts auf das Einstellungs-Icon klickst, in der Suche nach Nummernkreise suchst und dann auf den entsprechenden Eintrag klickst. Wenn du die Nummernkreise das erste Mal öffnest, sind diese bereits für alle wichtigen Daten im Standard vorbelegt und können so theoretisch auch übernommen werden. Wenn du allerdings deinen bisherigen Nummernkreis weiterverwenden willst, musst du die Werte entsprechend hier anpassen. Zuerst einmal kurz zum Hintergrund der Belege-Nummernkreise. In Xentral erzeugen wir für jegliche Art von Vorgang einen Beleg. Und um diese dann eindeutig zuordnenbar und identifizierbar zu machen, erhält jeder neu erstellte und freigegebene Beleg eine eindeutige Nummer. Welche Nummer das ist, kann in den Nummernkreisen festgelegt werden. Im Falle von Rechnungsnummern ist es nach der GDPDU auch verpflichtend, dass diese Nummer eindeutig sein muss, fortlaufend klar zuordnenbar und nicht einfach zu ändern sind. Also gibt es hier auch ein klares Anforderungsprofil seitens der Finanzbehörden, wie du mit deinen Nummernkreisen umgehen musst. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du im Idealfall mit deinem Steuerberater dir einmal über deine Nummernkreise Gedanken machst. Im Auslieferungszustand geben wir dir durch Standardwerte schon mal einen Best-Practice-Tipp zur Vergabe der Belege-Nummernkreise. Hier sind die wichtigsten Belegnummern meist 5- bis 7-stellige Nummern, die vorne noch als Präfix das aktuelle Jahr stehen haben. Das hat den Vorteil, dass die Belegnummern ganz klar dem entsprechenden Erstellungsjahr zugeordnet werden können und durch den sich jedes Jahr ändernden Präfix die Nummernkreise auch weniger in Gefahr geraten, überzulaufen. Was wir mit Überlaufen genau meinen, erklären wir später nochmal genauer, wenn es um die Kriterien zur Wahl der Nummernkreise geht. Übrigens siehst du hier bereits auch schon eine Besonderheit, nämlich den Einsatz von Variablen in den Nummernkreisen. Durch den Einsatz von geschweiften Klammern und entsprechenden Variablen kannst du hier dynamische Inhalte, wie zum Beispiel das aktuelle Jahr, für deine Nummernkreise auswählen. Weiter unten findest du auch nochmal eine Auflistung aller möglichen Variablen und kannst diese entsprechend verwenden. Noch ein kleiner Hinweis zum Einsatz dieser Variablen, insbesondere der Jahresvariablen. Schauen wir uns dazu als Beispiel die Auftragsnummer an. Wichtig zu wissen ist dabei, dass sich beim Jahreswechsel nur die Variable für das Jahr aktualisiert, nicht aber die fortlaufende Nummer dahinter. Für viele ist es komplett in Ordnung, wenn die Zahl dahinter einfach weiterläuft und sich nur das Jahr ändert, vor allem wenn es eine 6-stellige Nummer ist mit entsprechendem Spielraum. Manche wollen hier aber auch die fortlaufende Zahl dahinter wieder auf den Anfangswert setzen, um aus dem vollen Nummernkreis zu schöpfen. Das heißt für das Beispiel hier, wenn du jedes Jahr für deine Auftragsnummer mit dem aktuellen Jahr, gefolgt von 200.000 starten willst, müsstest du am Jahresanfang entsprechend die fortlaufende Nummer manuell zurücksetzen. Und zwar bevor der erste Beleg für das neue Jahr erstellt wurde. Zum Glück geht das sehr einfach und schnell. Um die Nummer zu ändern, klickst du auf den Bearbeiten-Button neben dem entsprechenden Beleg und gibst die Nummer an, die der nächste Beleg erhalten soll. In unserem Fall wollen wir die fortlaufende Auftragsnummer am Jahresanfang wieder auf 200.000 stellen und bestätigen dies mit dem OK-Button. Sobald dann ein neuer Auftrag erzeugt und vor allem freigegeben wird, erhält diese Auftragsbestätigung die jetzt im Nummernkreis hinterlegte Nummer. Im Anschluss wird die entsprechende Belegnummer im Nummernkreis um 1 hochgezählt, damit der nächste freigegebene Beleg auch die nächste Nummer erhalten kann. Auf diese Weise kannst du natürlich nicht nur zum Jahreswechsel, sondern auch ganz generell die Nummernkreise entsprechend deiner Vorgaben anpassen. Falls du dich noch im Onboarding befindest, macht es gegebenenfalls auch Sinn, wenn du die Nummernkreise erst beim Go Live mit Xentral final anpasst, um wirklich mit der nächsten aktiven Nummer fortzufahren. Und jetzt zur Frage, was sind denn eigentlich wichtige Kriterien, wie du deine Belege, Nummernkreise wählen kannst?
Zuerst nochmal der Aufruf. Dieses Thema klärst du am besten direkt mit deinem Steuerberater. Wir geben zwar gerne Best-Practice-Tipps, aber final solltest du mit deinem Steuerberater entscheiden, wie die Nummernkreise für euch am besten passen. Falls du bereits das Thema mit deinem Steuerberater besprochen hast, kannst du gerne schon zum nächsten Video springen. Für alle anderen, die sich noch unsicher sind, nennen wir jetzt noch ein paar Kriterien, nach denen du dich richten kannst. Jede Belegnummer sollte einzigartig sein, um jeden Beleg direkt einen Datensatz im System zuordnen zu können. Das heißt für dich, dass du die Nummernkreise mit genügend Abstand wählen solltest, damit sich die Nummern untereinander nicht überschneiden können. Das betrifft bei Belegen vor allem Rechnungs- und Gutschriftsnummern, aber sollte natürlich auch für alle anderen Belegarten gelten. Best Practice, um ein Überlaufen bzw. Überschneiden der Nummernkreise zu verhindern, ist wie gesagt das aktuelle Jahr als Variable davor zu schreiben und danach eine 5- bis 7-stellige Nummer zu verwenden, je nachdem mit wie vielen Belegen du im Jahr rechnest. Unabhängig davon sollten deine Nummernkreise zukunftssicher gewählt werden. Das heißt, sie sollten, wenn möglich, auch in mehreren Jahren noch so verwendet werden können, ohne Überlaufen oder Überschneidungen. Wenn du dir unsicher bist, kalkuliere lieber mit etwas mehr, als dann zum Beispiel die Stellenanzahl nachträglich verlängern zu müssen. Was uns direkt zum nächsten Punkt führt. Die Anzahl der Stellen der Nummern sollte sich, wenn möglich, nicht ändern. Also zum Beispiel nicht eine fortlaufende Auftragsnummer mit 3 Stellen wählen, die dann nach einiger Zeit von 999 auf die nächste Nummer 1000 wechselt und somit eine unterschiedliche Anzahl an Ziffern besitzt. Wähle für die fortlaufende Zahl lieber zum Beispiel eine 6-stellige Nummer wie 200.000, bei der du ausreichend Spielraum hast, ohne die Anzahl der Stellen zu verändern. Zum Ende noch eine Frage, die wir öfter bekommen. Ja, es ist auch möglich, Buchstaben in den Nummernkreisen zu verwenden. Solange hier von deiner Buchhaltungssoftware nichts dagegen spricht, kann man Buchstaben am Anfang der Nummer verwenden, um zum Beispiel eine Belegart oder ein bestimmtes Projekt allein von der Belegnummer erkennbar zu machen. Wenn du also zum Beispiel für Aufträge als Kürzel AB voranstellen willst, könnte eine Auftragsnummer AB 200.000 lauten. Noch ein kurzer Hinweis. Wie gerade kurz angeschnitten, gibt es neben dem allgemeinen zentralen Nummernkreis auch noch die Möglichkeit, pro Projekt, also pro Vertriebskanal, einen eigenen Nummernkreis zu vergeben. Das ist hilfreich, um die Belege der verschiedenen Projekte noch weiter voneinander abzugrenzen. Wir verlinken dir den Helpdesk-Eintrag dazu in der Videobeschreibung. So, und das war's auch schon zum Thema Nummernkreise für Belege. Viel Spaß weiterhin bei der Einrichtung und wir sehen uns im nächsten Video.